Hey Leute, was geht ab? In diesem Video werde ich jetzt auch die Glühkerzen wechseln. Dafür brauchen wir einmal so ein Glühkerzenfett für das Gewinde der neuen Glühkerzen, einen Steckschlüsseleinsatz mit einer 10 mm Weite für Glühkerzen, die sind ja etwas weiter als sonst. Definitiv auch eine Verlängerung dafür, damit man überhaupt da rankommt. Einen Drehmomentschlüssel, mit dem man niedrige Zahlen einstellen kann, also ab 10 Newtonmeter. Und bei Bedarf, aber wirklich auch bei Bedarf, einen Druckluftspray, falls ihr Blätter bei den Glühkerzen habt, die dann irgendwie reingekommen sind, dass man die dann wegpusten kann. Und auch bei Bedarf einen Injekteurenlöser. Man kann es auch mit WD-40 machen, dass man die alten Glühkerzen vorher etwas auflockert. Jetzt gehen wir an den Motorraum und zeigen euch, wo die Glühkerzen liegen. Dann haben wir hier eine Gummiabdichtung, den auch einfach hier abziehen. Die Kerzen sind im Motorraum hinten. Ihr seht hier die Beschreibung. So sehen sie aus. Hier haben wir den einen, da den zweiten und so weiter. Dafür ziehe ich jetzt den Stecker von Glühkerze Nummer 1. Einfach halten und mit Schmackes nach oben ziehen. Das könnt ihr natürlich mit so einem Klammwerkzeug machen, aber es geht auch mit den Fingern. So liegt jetzt die Glühkerze frei. So kann ich jetzt die Glühkerze anziehen. Und warten 15 Minuten. Wenn es sehr hakt, auf jeden Fall ein paar Stunden vorher, vielleicht auch 12 Stunden vorher einsprühen jedes Mal, damit er sich lockert. Das ist nun meine Glühkerze von Zylinder 1. Solche Sachen stehen drauf. Und ihr seht, wie krass abgenutzt sie ist. Nach 200.000 Kilometer, Baujahr 2016. So, ein Fett nicht vergessen. Und rein damit. Und stellen unseren Drehmoment auf 15 Newtonmeter. Und immer auf den Klick achten. Das sind jetzt bei mir 15 Newtonmeter. Und das dann dreimal wiederholen. Ich zeige euch mal den Stecker, wie der aussieht und wie es dann ausschaut, wenn man die Glühkerze da reinlegt. So sieht das dann von der anderen Seite aus, rein und mit Schmackes, bis es dann arretiert, dann ist es fest. So sitzt er auch drin. Das heißt, ihr hält das von hier und zieht den Stecker dann einmal raus. Ja, der hier ist besonders schwer. Und ein weiteres Video für meine Playlist Astra K ist nun vollbracht.
Ich bin happy darüber und hoffe auch, dass dieses Video euch gefallen hat. Alles, was ihr für den Wechsel der Glühkerzen braucht, werde ich in die Videobeschreibung reinpacken. Seht da auf jeden Fall nach. Und für mehr Videos für den Astra K schaut auf meinem Playlist vorbei und abonniert gerne den Kanal für weitere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.